Der Tiger MK55 geht an den Herrn mit der Nummer 6. Na, endlich. Das war dann auch für Sie zu viel. Tanja ist schwanger? Das wusstest du nicht? Also dann bist du wirklich die Letzte, die das erfährt. Auf deine neunmal klugen Ratschläge kann ich nämlich sehr leicht verzichten. Das wollen wir mal sehen. Was soll das heißen? Ich kündige. Es geht um Tanja. Sie ist schwanger. Etwa von dir? Du hast sie doch zu dieser bescheuerten Operation getrieben. Du hast das alles auf deinem Gewissen. Wie kannst du sowas behaupten? Ich stelle nur Tatsachen fest. Tatsachen? Ich habe jahrelang mitbekommen, wie Barbara deinetwegen gelitten hat. Meinetwegen? Ach, das ist doch absurd. Das ist die Wahrheit, Christoph. Du allein bist für ihr Unglück verantwortlich. Wegen dir ist sie doch in diese bescheuerte Klinik gerannt. Blödsinn. Und was ist mit dir? Dich lässt du bei der ganzen Sache aus dem Spiel, oder wie sehe ich das? Ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Mit dem Freund der eigenen Mutter ins Bett steigen und mir dann Vorwürfe machen, das habe ich gern. Barbara und Stefan, das wäre nie gut gegangen. Und das gibt dir das Recht, der Mutter den Liebhaber wegzuschnappen, oder was? Aus diesem Grund hat sie sich bestimmt nicht unter das Messer gelegt. Nee, aber deswegen hätte sie mich beinahe über den Haufen geschossen. Zugegeben, es war sicher nicht einfach für sie, aber du hast ihr den Rest gegeben. Gero, mach dich doch nicht lächerlich. Wenn sich hier einer lächerlich macht, Christoph, dann du. Kaum ist Clarissa aus dem Haus, schon machst du mit 20-Jährigen rum. Erstens ist Karin nicht 20 und zweitens geht dich mein Privatleben überhaupt nichts an. Doch, jede Menge. Solange es mit meiner Mutter zu tun hat. Barbara liebt dich. Und du turtelst vor ihren Augen mit so einem jungen Huhn rum. Christoph, du bist wirklich der rücksichtsvollste Mensch, der mir je begegnet ist. Ach, gehst du mal ran? Ist eigentlich nicht mehr mein Job. Ach, Susanne, bitte. Arno Brandner-Bau, guten Tag. Susanne, na, wie geht's? Ganz gut. Jan, ich habe nicht viel Zeit. Nur ganz kurz. Ich habe da ein kleines Problem. Soll ich dir beim Wohnungsputz helfen? Nee, ich wollte dich fragen, ob du mir bei meinem Papierkram helfen kannst. Naja, Steuern, Verträge und so. Du kennst dich da ja aus. Ja, eine Stunde kann ich dafür abzweigen, aber mehr ist nicht drin. Mit einer Stunde ist mir nicht geholfen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das regelmäßig machen kannst. Nee, auf keinen Fall. Ich habe im Moment so viel Sachen am Hals. Deckt dich Arno gerade wieder mit irgendwelchem Kram zu? Nein, Arno deckt mich mit gar nichts mehr zu. Was soll das denn heißen? Ich arbeite nicht mehr für Papa. Was? Wieso das denn nicht? Nicht jetzt. Erzähle ich dir später. Ja, dann kannst du meinen Kram ja doch machen. Ich bezahle dich auch dafür. Nee, ich möchte mich jetzt wirklich mal um mein Studium kümmern. Ich möchte doch auch mal fertig werden. Ich glaube, da musst du dir jemand anderen suchen. Ja, das sieht fast so aus. Sag mal, bist du heute Nachmittag in der Uni? Nein, wieso? Was ist heute Nachmittag? Ich habe einen Fotojob in Köln. Ja, und? Na, ich wollte dich ganz gerne mal wiedersehen. Und bei der Gelegenheit dachte ich mir, schaust du dir mal an, wie es in so einem Studio vor sich geht. Okay, ich komme. Aber deine Steuererklärung kannst du zu Hause lassen. Ich hole dich so gegen 1 ab, ja? Bis dann. So ein Mist. Susanne kann ich. Was mache ich jetzt bloß? Ich hab dir doch gesagt, was du machen sollst. Den Manager von Claudia Schiffer fragen, ich weiß. Quatsch. Aber überleg dir das mit Clarissa noch mal. Die kann dir bestimmt helfen. Clarissa hat bisher noch jedem geholfen. Ja? Tag, Tanja. Sie hatten auch schon mal ein hübscheres Zimmer. Es tut mir leid, dass es nicht ganz ihr Stil ist. Aber ich habe sie auch nicht eingeladen. Ich hätte auch was Besseres mit meiner Zeit zu tun. Warum tun Sie es dann nicht? Ich habe noch ein paar Takte mit Ihnen zu reden. Ich weiß, es hat mit Ihrer neuesten Kollektion zu tun. Nein, es hat mit dem Bastard zu tun, den Sie Henning Dieser versuchen Bastard ist immerhin Ihr Enkelfrau von Anstetten. Omi. Sie werden keinen Enkel von mir auf die Welt bringen, das schwöre ich Ihnen, Sie kleine Schlampe. Dafür werde ich sorgen. Ach ja? Und wie wollen Sie das anstellen?
werde Ihnen das Leben zur Hölle machen. Das haben schon ganz andere versucht. Sie werden Henning nicht weiter belästigen. Wenn Sie auch nur einen Schritt in seine Nähe machen, dann sind Sie erledigt. Und was ist mit dem Kind? Ich werde Sie fertig machen, Tanja. Ich werde Sie fix und fertig machen, dass Sie sich wünschen werden, mir nie begegnet zu sein. Das wünsche ich mir schon jetzt. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Eine leere Tasse stieren ist bestimmt ungeheuer spannend. Ach was. Ich denke nur nach. Vom Denken kriegst du bloß Falten. Und das wäre doch schade bei dieser hübschen Stirn. Der Typ vorhin hat dich ganz schön genervt, was? Hey, vergiss ihn doch einfach. Ich würde dich gern ein bisschen ablenken. Lass mich bitte in Ruhe, ja? Schon gut. Aber du weißt hoffentlich, was dir entgeht. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Habe ich was falsch gemacht? Nein. Ich möchte einfach nur allein sein. Jetzt sind wir doch wieder allein. José, du bist doch ein intelligentes Kerlchen, oder? Könnte man so sagen. Dann findest du bestimmt auch allein den Weg zur Tür. Du willst mich rausschmeißen? Der Kandidat hat 100 Punkte. Soll das ein Witz sein? Nein, das ist mein voller Ernst. Na, den Abgang habe ich mir auch anders vorgestellt. Ruf mich an, wenn du ausgezickt hast, Schatz. Ich bin nun mal schwanger. Warum soll ich das alleine ausbaden? Weil Sie es drauf angelegt haben. Dazu gehören immer 2. In Ihrem Fall kommen ja wohl noch mehrere in Frage. Henning war's, ich weiß es. Oder vielleicht doch Jan. Und in ein paar Tagen werden Sie mir erzählen, dass mein Mann oder unser Gärtner als Vater in Frage kommen. Sie schlafen sich kreuz und quer durch unsere Familie und erwarten auch noch, dass wir Hurra schreien. Ach, hören Sie auf zu flennen. Das wirkt vielleicht bei Henning oder bei Jan, aber nicht bei mir. Warum gehen Sie nicht zu Henning und lassen an ihm Ihre Wut aus? Er ist an allem schuld. Das muss ich erst noch zeigen. Ja, das wird sich spätestens nach der Geburt zeigen. Ich will aber sofort wissen, ob Henning der Vater ist. Wie soll ich das denn beweisen? Ich gebe Ihnen genau eine Woche Zeit. Wenn Sie bis dahin nicht den Vaterschaftstest gemacht haben, landen Sie in der Gosse. Was willst denn du hier? Ja, ich wollte mal sehen, wie es Tanja geht. Genauso, wie sie es verdient. Ich bin soweit. Barbara. Ich muss dich was fragen. Ja? Bitte. Okay. Ich möchte gern wissen, warum hast du den Eingriff machen lassen? Ich meine, was ist in dir vorgegangen, als du dich dazu entschlossen hast? Du musst mir natürlich nicht antworten, um Gottes Willen, aber ich möchte auch nicht indiskret sein. Nein, ist schon in Ordnung. Der Grund ist ganz einfach. Ich wollte mich besser fühlen. Ich habe gedacht, das ist gut für mein Selbstbewusstsein. Ja, das hast du mir ja schon gesagt. Ja. Aber ich denke, da steckt mehr dahinter. Was soll denn dahinter stecken? Kann es sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Wie kommst du denn darauf? Ich habe dir, ohne es zu wollen, sehr wehgetan. Christoph, da nimmst du dich zu wichtig. Karin ist viel jünger als du. Müssen wir jetzt unbedingt darüber reden? Als das damals mit mir und Karin angefangen hat, kann es sein, dass du gedacht hast, dass dein Alter vielleicht der Grund ist, weshalb wir beide nicht zueinander kommen? Hast du das wirklich gedacht? Sag bloß, du warst bis jetzt bei diesem kleinen Luder. Einer musste sie ja wieder aufbauen, nachdem du sie fertig gemacht hast. Ach, ich habe nur mal ein bisschen mit ihr geredet. Sie hat Rotz und Wasser geheult. Steht ihr ganz gut. Ach komm, Clarissa, sie ist schwanger. Ja, ich war auch mal schwanger. Was ist denn daran so schlimm? Dann musst du doch wissen, wie ihr zumute ist. Ich habe aber noch nie jemanden versucht, ein Kind unterzujubeln. Nein, ich weiß. Du verschweigst deine Kinder lieber. Tanja ist berechnend. Die Schwangerschaft ist ihre Lebensversicherung.
Ach, lass sie doch sein, wie sie will, aber es geht hier um ein Menschenleben. Ja, um deins. Und das versucht sie zu ruinieren und du lässt dich von ihr einwickeln. Ich habe mit ihr geschlafen, also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Wie nobel von dir. Solange ich als Vater in Frage komme, werde ich mich um sie kümmern. Wenn du dich unbedingt zum Narren machen willst? Nein, aber ich will mir später keine Vorwürfe machen müssen. Hast du kein anderes Thema? Bist du wirklich nur zu mir gekommen, um über dieses Kuckucksei zu reden? Nein, ich brauche deinen Rat. Es geht um meinen Vertrag mit der Agentur. Du hättest vor der Operation mit mir reden sollen. Und dann? Dann hätte ich... Der jungen, hübschen Karin den Laufpass gegeben. Ich hätte mich vielleicht früher von ihr getrennt. Das glaubst du doch selber nicht. Barbara, wenn du dich meinetwegen so einer komplizierten Operation unterzogen hast... Wenn du das glaubst, dann überschätzt du dich ein bisschen. So schön bist du nun auch nicht. Ich sollte mich liften lassen. Hm? Oh, könnte nichts schaden. Naja, vielleicht hätte ich dann doch eine Chance bei dir. Christoph, ich muss jetzt gehen. Mach dir keine Gedanken. Diesen Eingriff hätte ich früher oder später sowieso machen lassen. Vor der nächsten Operation wirst du mich aber fragen, ja? Was soll ich denn fragen? Ob ich mitkomme. Hm. Das ist gut. Und jetzt komm vor. Ja. Schön, schenk mir ein Lächeln. Komm, komm. Ja. Und? Interessant? Ja, du. Oh. Schön, dass du gekommen bist. Wenn Tanja nicht auftaucht, bleibe ich sogar noch ein paar Minuten. Und? Wie sehe ich aus? Boris Becker würde blass werden. Allerdings hat der einen Agenten, der ihn aufbaut und nicht der ihn ausnutzt. Also doch. Jan, du musst unbedingt aus diesem Vertrag raus. Ja, was soll ich denn tun? Überlass das mir. Ich kenne jemanden, der sich da auskennt. Sag mal, ist das nicht deine Schwester? Mhm. Ich wollte dir mal zeigen, wie es in der großen, weiten Modewelt so zugeht. Da wird sie ja hier viel zu sehen kriegen. Ihr beide kennt euch ja. Wir hatten schon das Vergnügen. Wenn man so sagen will. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Eigentlich müssten Sie vor der Kamera stehen. Bei Ihrer Figur. Aber nicht mit einem Kleid aus Ihrer Kollektion. Jan, kommst du bitte? Also, ich muss mal ran. Keine Angst, Sie werden schon gut verstehen. Jan hat wirklich Talent. Das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist jemanden, der ihn gut vermarktet. Vermarktet? Ja, natürlich. Models müssen genauso vermarktet werden wie die Kleider, die sie tragen. Und das muss professionell eingeleitet werden. Sie müssen es ja wissen. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon jemanden, der dafür in Frage kommt. Sie reden nicht zufällig von sich. Leider fehlt mir die Zeit dazu. Aber sonst eine gute Idee. Bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Freust du dich denn gar nicht, dass ich wieder da bin? Der Kuchen ist so trocken, dass er schon staubt. Deswegen gibt's ja Kaffee dazu. Bei Christoph habe ich mal Sahnetorte gekriegt. Und Eiscreme, so viel ich wollte. Du bist jetzt aber nicht mehr bei Christoph. Jetzt isst dein Kuchen. Und herumkommandiert hat Christoph auch nie. Also wenn das so ist, dann kann ich ja gleich wieder gehen. War doch nicht so gemeint. Du bist und bleibst die allerbeste Mutter auf der ganzen Welt. Übertreibst du da jetzt nicht ein bisschen? Wieso soll ich denn übertreiben? Naja. Vielleicht wisst ihr ja was von mir. Jackie macht heute Abend eine Fete. Hab ich's mir doch gedacht. Es kommen super coole Leute. Mhm. Ich würde so gern hingehen, bitte. Nur wenn bis dahin deine Hausaufgaben fertig sind. Und du dein Zimmer aufgeräumt hast. Bei Christoph musste ich nie mein Zimmer aufräumen. Er hat für sowas ein Hausmädchen. Also, wenn du mal dein eigenes Geld verdienst, dann kannst du dir Hausmädchen halten, so viele du willst. Bis dahin läuft aber alles wie gehabt. Ist das klar? Ja, das ist schön. Ja, lach mich an, lach mich an. Ja, Augen auf. Ja, und jetzt schau ihn an. Gut, ja, fein. Das ist schön. Okay, ich danke dir. Bist fertig, Jan. Prima, danke. Danke. Ciao.
Und? Habt ihr euch gelangweilt? Absolut nicht. Du warst ganz und gar professionell. Dein Aufschlag war richtig sexy. Zu rechts, aber ich werde langsam rot. Ach, das sieht man nicht bei dem Make-up. Milena, auf Sie habe ich schon gewartet. Wieso? Gibt es Probleme? Nun, das einzige Problem wäre das hier. Sie speisen meinen Sohn mit lächerlichen Trinkgeldern ab. Frau von Amstetten, Ihr Sohn ist ein Anfänger in dem Geschäft. Da kann ich ihm keine Top-Gagen zahlen. Das wäre noch längst kein Grund, ihn auszurauben. Das ist eine bösartige Unterstellung. Das würde ich nicht sagen. Ich habe mit einigen Firmen mich in Verbindung gesetzt und alle haben mir bestätigt, dass sie 50% mehr für Jan verlangt haben, als er von ihnen bekommen hat. Sie haben mir 50% Provision berechnet? Wir hatten 20 ausgemacht. Besser 50% als gar kein Job. Für so ein Honorar würde kein Profimodel auch nur die Socken ausziehen. Wenn Ihnen meine Arbeit nicht gefällt, bitte, Sie können den Vertrag jederzeit kündigen. Ja, das mache ich auch. So ein Miststück. Gut gemacht, mein Junge. Verdammt. Na endlich. Wie war's? Wie war was? Na was, wohl dein Gespräch mit Tanja? Ach so, das meinst du. Ja. Was hat sie gesagt? Was bist denn so nervös? Ich bin nicht nervös, aber wenn du schon mit ihr redest, möchte ich auch wissen, was dabei rausgekommen ist. Endlich tust du wieder mal was für dein Studium. Mutter, bitte. Schon gut, es war ganz aufschlussreich. Und? Vom ganzen Reden habe ich so einen Durst. Machst du mir was zu trinken? Ich habe dir mal ordentlich die Meinung gesagt. Sie wird dich in Zukunft nicht mehr belästigen. Wie hast du das geschafft? Vertraue mir. Nichts fällt mir leichter als das. Den Eindruck habe ich leider nicht. Wärst du früher zu mir gekommen, hätte ich sie schon längst in die Wüste geschickt. Und jetzt wirst du sicher wieder hören, dass du die Größte bist. Das weiß ich zwar, aber ich höre das immer wieder gern. Lecker, selbst gemacht. Na klar. Glaubst du vielleicht, ich wäre sonst mit ihr zusammen? Also bei mir müssen Männer nicht kochen können. Hauptsache, sie sind hübsch. Intelligent sollten sie schon sein. Nicht unbedingt. Ich will mich ja nicht unterhalten. Da habt ihr euch ja gesucht und gefunden. Ich habe aber auch ein Pech. Genauso viel Pech wie Jan mit seiner Agentin. Können wir mal über was anderes reden? Nein, können wir nicht. Deswegen bin ich ja hergekommen. Was heute im Studio abgelaufen ist, das war ja nicht normal. Ja, was kann ich dafür, wenn Milena plötzlich Ich auftaucht? rede nicht von Milena. Ich rede von Clarissa. Was hat sie dir denn getan? Mir nichts, aber dir. Sie mischt sich in deine Angelegenheiten ein. Ach, sie mischt sich überhaupt nicht ein. Weißt du, meine Agentin, die bescheißt mich von vorn bis hinten. Und wenn Clarissa nicht... Jan, dann... deine Mutter will dich an die Kette legen. Merkst du das denn nicht? Jetzt mach mal halblang, Susanne. Jetzt will sie noch einen neuen Agenten für dich besorgen. Das ist doch völlig okay, oder? Das Problem ist nur, dass sie dir einen Typen aufhalsen wird, der genauso abgebrüht ist wie sie. Also, Susanne, ich glaube, du siehst das ein bisschen eng. Clarissa hat nun mal den totalen Durchblick in dem Geschäft. Genau. Ja, und Jan kann davon doch nur profitieren. Ich weiß gar nicht, was daran so schlecht sein soll. Das wirst du vielleicht schneller merken, als dir lieb ist. Ist was? Das musst du doch am besten wissen. Deine Klassenlehrerin hat eben angerufen. Oh. Sie hat große Sehnsucht nach dir. Sie hat dich länger nicht gesehen. Warum hast du während meiner Abwesenheit permanent die Schule geschwänzt? Ich hab nicht geschwänzt. Ach nein. Wie würdest du das denn sonst nennen? Ja, mir ging's nicht so gut. Ach. Der jungen Dame ging es nicht gut. Ich hatte echt schlimme Bauchschmerzen und mir war dauernd schlecht. Vielleicht von Sahnetorten und Eiscreme. Könnte daran gelegen haben. Ich war krank, ganz ehrlich. Jetzt hör auf mit dem Unsinn. Du hast Christoph was vorgemacht. Du weißt ganz genau, dass er dir keinen Wunsch abschlagen kann. Es tut mir leid. Ich mach's nie wieder. Dazu wirst du auch kaum Gelegenheit mehr haben. Deine coole Party kannst du dir abschminken. Du hast heute Abend Hausarrest.
Tja, erst eine große Lippe riskieren und dann so klein mit Hut. Mit dir alleine wäre ich ja noch fertig geworden. Ich schlage vor, dass du sofort verschwindest. Wenn nicht, sieht's ziemlich schlecht für dich aus. Henning, du bist so ein elender Feigling. Statt mir zu helfen, schickst du mir deine Mutter auf den Hals. Jeder bekommt das, was er verdient. Das ist unser Kind. Ach, hör doch auf. Irgendjemand hat dich geschwängert und du willst, dass ich dafür zahle. Das ist nicht wahr. Du machst doch mit allem rum, was Hosen trägt. Warum bist du so gemein zu mir? Weil es vielleicht mehr Spaß macht, als mit dir zu schlafen. Henning! Ich hätte es mir eigentlich denken müssen, dass mit so einem Matratzengesicht wie dir die Sache keinen Spaß macht. Du Schwein! Oh, Henning, das tut mir leid. Sag mal, du spinnst wohl. Das wollte ich nicht. Oh. Fühlst du dich jetzt wohler, ja? Das war der Ring, Henning. Naja. Bekommst du Besuch? Sieht ganz so aus. Ja, das muss ja was Wichtiges sein, so früh am Morgen. Kann ich mir kaum vorstellen. Es ist Susanne Brandner. Nanu, was will die denn von dir? Vielleicht trägt sie jetzt Zeitungen aus. Mit wem hast du gerade telefoniert? Ach, mit Jan. Er hat versucht, Tanja zu erreichen, aber sie hat sich offensichtlich aus dem Staub gemacht. Bin ich nun die Größte? Ich hab's nie bestritten. Ich würde trotzdem gern sicher gehen, dass sie wirklich weg ist. Ich werde mit Jan noch mal im Hotel nachsehen. Hast du wieder kein Vertrauen zu deiner Mutter? Guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Was kann ich für Sie tun? Lassen Sie Jan in Ruhe. Ich habe Ihr Spiel durchschaut. Was soll denn das jetzt? Sind Sie mit dem falschen Bein aufgestanden? Zuerst machen Sie meinen Vater fertig und jetzt haben Sie sich Jan vorgenommen. Ich will Jan nur helfen. Jan braucht Ihre Hilfe nicht. Lassen Sie die Finger von ihm, oder? Oder was? Hab ich doch gesagt. Ihre junge Freundin ist auf und davon. Tja, ihre Sachen scheinen weg zu sein. Wenigstens hat sie in die Kleiderbügel dagelassen. Und sie hat nicht gesagt, wo sie hin wollte? Nee, nee, sie hat sich ja noch nicht einmal verabschiedet. Oh, besonders höflich war das Fräulein ja noch nie. Vielleicht kommt sie noch mal wieder und holt das nach. Nee, das glaube ich nicht. Mitten in der Nacht hat sie sich davon geschlichen. Mit all ihrem Gepäck. Und wenn ich nicht zufällig aufgewacht wäre, Mensch, da hätte ich doch ja nicht gemerkt. Wenn Sie noch irgendwas hören sollten, dann rufen Sie mich bitte an, ja? Ja, das mache ich. Aber Gott sei Dank kassiere ich ja immer im Voraus. Heutzutage kann man ja nie wissen, wer einem überm Weg läuft. Und du hast auch keine Ahnung, wo sie stecken könnte? Nee. Und von mir aus kann sie da bleiben, wo sie jetzt ist. Ich habe immer gedacht, mein Vater übertreibt. Aber wenn es um miese Tricks geht, sind Sie absolute Spitze. Plappern Sie immer nach, was Arno Ihnen vorjammert? Warum mischen Sie sich dauernd in die Angelegenheiten meiner Familie? Das ist ein Unsinn. Ich versuche nur, Jans Karriere zu fördern. Das ist alles. Sie lügen doch, wenn Sie den Mund aufmachen. Hat Ihnen das auch Ihr lieber Papa gesagt? Aber Sie scheinen sich ja wirklich Sorgen um meinen Sohn zu machen. Das verbindet uns. Susanne, wenn Sie nicht wollen, dass ich einen neuen Manager für Jan suche, dann bleibt uns eigentlich nur eins. Ich wüsste nicht was. Sie. Sie werden seine neue Managerin. Und ich stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Was halten Sie davon?